Guten Morgen. Es ist Dezember, aber die Temperaturen sind mild. Heute soll es sogar trocken sein und eventuell ein bisschen die Sonne rauskommen. Ich versuche noch mal eine kleine Runde. Ich fahre erstmal in nördlicher Richtung aus Kempenich raus. Richtung Schellborn will ich rauf, dann in östlicher Richtung Rodamar, weiter nach Niederzissen. Irgendwie so eine Runde habe ich mir heute vorgestellt. Wird nicht weit, aber hoffentlich schön. Der nächste Ort ist Spessart, dann kommt Hannebach und dann rüber nach Schellborn. Hannebach. Durch Schellborn bin ich jetzt durch und als nächstes versuche ich Richtung Weiselstein zu fahren. Das ist ein Hügel hier in der Nähe und da gibt es einen hölzernen Aussichtsturm. Allerdings könnte der Weg dahin recht matschig sein. Ich versuch's mal. Man kann ja auch das Fahrrad am Rand lang schieben. Zwischendurch eine meiner Lieblingsaussichten auf die Burg Olbrich. Dann wollen wir mal sehen, wie die Waldwege Richtung Weiselstein sind. Oh, ich muss hier wirklich auf den Weg aufpassen. In die Richtung, da geht's jetzt weiter. Unterhalb des Weiselsteins biege ich jetzt ab, fahre durchs Gut Schirmau und dann weiter am Rodamar vorbei Richtung Niederzissen.
Hier war der Weg jetzt eben sehr matschig, was aber kein großes Problem ist, denn der Matsch ist nicht tief. Unten drunter ist eine dicke Schicht Basaltschotter. Es ist jetzt bald Mittag und es ist schon so mild, dass ich mich traue, sogar die Jacke auszuziehen. Das im Dezember. Und auch wieder mit einer schönen Aussicht auf die Burg. Hier passiere ich jetzt das Roddermar, ein beliebtes Naherholungsgebiet. Hier geht man gerne spazieren. Oberhalb von Oberzissen und Niederzissen, nicht weit vom Roddermar entfernt, liegt eine Schutzhütte vom Eifelverein errichtet, vor langer Zeit. Sehr gut ausgebaut, eben auch für Feierlichkeiten gedacht. Zeige ich euch mal. Ich fahre jetzt hier runter nach Niederzissen und genau auf der anderen Seite, die man hier sehen kann, fahre ich dann wieder rauf und halte mich dann entlang der Wirtschaftswege an der A61 in südlicher Richtung. Ja, genau. Aus Niederzissen raus geht es jetzt in einem kurzen, heftigen Anstieg im Rauf Richtung A61. Das ist dann Niederzissen von der anderen Seite aus gesehen. Ich höre die Autobahn schon rauschen. Die nächsten paar Kilometer werden ein bisschen lauter werden. Von da bin ich übrigens eben runtergekommen.
bei einer ehemaligen Sandgrube oberhalb von Wehr bin ich etwas ab von der Autobahn. Es ist also nicht mehr ganz so laut. Und ich mache hier mal eine Pause. Ich habe wieder meine Isoliermatte bei. Ich setze mich damit hier einfach auf den Boden und werde was essen. Weiter auf Seitenwegen entlang der Autobahn bis in den Bereich der Anschlussstelle Wehr. Und da biege ich dann wieder ab und fahre rauf Richtung Weibern und dann Kempenich. Wo ich mich jetzt von der Autobahn entferne, da wird es dann sofort deutlich ruhiger. Hinter mir die Steigung, da fahre ich jetzt rauf, vorbei am Gänsehals und dann oben Stumpichkreuz Richtung Weibern. Noch ein letzter Blick in den Wehrer Talkessel und jetzt geht es hier links ab. Auf halber Strecke vorbei am Gänsehals. In dieser Steigung, da habe ich jetzt mal kurz hier angehalten, windgeschützt hinter einer Hecke, das ist angenehm. Die Steigung ist auch gar nicht unangenehm. Maximal 7 bis 8%, aber nur ein kurzes Stück, der Rest ist etwas flacher. Sie ist relativ lang gezogen, gleichmäßig, man kann also schön hochtreten. Es ist leider etwas bewölkter geworden, aber Regen ist für heute eigentlich kaum vorhergesagt, vielleicht mal ein kleiner Schauer. Vielleicht habe ich ja Glück, es ist auch nicht mehr weit bis nach Hause. Jetzt kommt noch mal so ein paar 100 Meter Waldboden, Waldweg, der erfahrungsgemäß sehr matschig ist. Den muss ich wahrscheinlich stückeweise schieben. Das mit dem Matsch, das habe ich auf der Strecke auch schon deutlich schlimmer erlebt.
Angekommen am sogenannten Stumpichkreuz. Die Abbildung auf dem Kreuz erklärt dann auch den Namen des stumpfen Kreuzes. Ich könnte jetzt hier der Straße weiter folgen, um relativ schnell nach Weibern und dann weiter nach Kempenich zu kommen. Ich möchte aber noch hier die Straße einfach nur überqueren und weiter auf die Höhe, entlang der Windräder, die auf der Höhe zwischen Weibern und Volkesfeld stehen. Also noch einen kleinen Schlenker. Ein paar Meter habe ich dann eben noch mal geschoben über so einen nassen Wiesenweg. Aber jetzt läuft es schon wieder. Auf der Höhe, da hast du doch immer wieder schöne Aussichten. Und auch immer wieder die Burg Oldbrück im Blick. Denn die umfahre ich ja eigentlich jetzt großräumig. Ganz schön zugig hier oben. Aber die Windräder, die stehen ja nicht umsonst hier. Jetzt fahre ich aber runter nach Weibern. Wo ich jetzt von Weibern aus auf die alte Bahntrasse gewechselt bin, da sind es dann nur noch 2 Kilometer bis zu Hause. Es war eine super schöne Runde. So eine richtige Genusstour wieder. Das, was halt im Winter möglich ist. Aber die Bedingungen waren gut und es hat riesig Spaß gemacht. Gleich bin ich wieder zu Hause. In einer halben Stunde fängt es auch an dunkel zu werden. Das passt also alles. Ja, ich freue mich schon auf die nächsten Touren und macht's gut, bis zum nächsten Mal.